I feel myself as a Soviet person because I was educated in the Soviet time and I grew up. Aufgelöst wurde die Sowjetunion durch einen Beschluss ihres obersten Entscheidungsorgans, des Obersten Sowjet, Ende Dezember 1991. Wenige Monate zuvor beendete Olga Tschernischewa ihr Studium an der Abteilung für Trickfilm an der Moscow Cinema Academy. It was very conservative and we did 5 days in a week painting. We made a new model and draw it, and it was, let's say, academical education in Soviet version. And it's like Impressionism plus Soviet realism, something this type of the style. And Impressionism, for example, was forbidden and it was open to the public only in the 70s. This was the first adaptation and first open stream in art for me, for example, when I was in academy. And contemporary art was very far. In den 1970er Jahren wurde in der Sowjetunion nicht nur der Impressionismus wieder erlaubt. Für Olga Tschernischewa markiert dieses Jahrzehnt auch das Ende der bis dahin vorherrschenden Wahrnehmung des Menschen als Teil eines Kollektivs. In 70s we have this type of Soviet photographs very close to individuals, because 70s was a time when the individuality appeared. 70s brought back long carton, very heavy carton, and people start to sit with a candle and start to find these magic things. And individual psychology came again to the point of interest of culture. Because of this, in 70s was quite popular to make the portrait of the people not as a social element, but as a person, as an individual. In ihrer Fotoserie On Duty bedient sich Olga Tschernischewa jener Ästhetik, die typisch für die sowjetische Fotografie der 1970er Jahre war. Die Schwarz-Weiß-Porträts zeigen Menschen bei ihrer Arbeit in der Moskauer U-Bahn, wobei alle abgelichteten Personen ein und dieselbe Tätigkeit ausführen. Sie beobachten Rolltreppen. I was orientated to classical portrait with this dirty glass. In paint, you call it grisaille. It's like one level on the top of another level. This level make everything softer and more melancholical. And also, I was really searching for special condition of eye, how these people look outside and inside simultaneously. Da in der Moskauer U-Bahn nicht fotografiert werden darf, entstand diese Serie ganz offiziell im Auftrag eines russischen Magazins, das einen Bericht über die Moskauer U-Bahn brachte. For me, they are kind of teachers. I very much like their condition because they are very concentrated on the escalator. At the same time, they are very relaxed because their obligation is to react, to do something only if something happens. I feel very close to them because I think it's condition which artists should exercise or should have, like to be quite attentive to the details and to the atmosphere and to the rhythm of things. But you couldn't be all the time switched on. Ähnlich wie On Duty sind auch die im Rahmen der Ausstellung Inner Dialogue präsentierten Fotoarbeiten Moscow Area, Cactus Cellar und Guards eine intensive Auseinandersetzung mit Menschen. Und man könnte ergänzen, mit Menschen, die auf etwas zu warten scheinen. So auch bei der eben erwähnten Fotoserie Guards. Sie zeigt private Wachorgane, die, so könnte man sagen, einfach nur dastehen und in die Kamera schauen. Ruhig und unaufgeregt. It's quite funny because even little kiosk with cheap technical things now have a guard. It's for me a very significant element of the social life, and I think the fact that there are so many of them everywhere should has a meaning, and we will see what kind of meaning they will bring. But also what I like about them, that I always feel they have another biography behind. Very often they were in the military service and they lost a job. Gemeinsam ist sowohl den Foto- als auch Videoarbeiten von Olga Tschernischewa, dass sie scheinbar Belangloses, Nebensächliches porträtiert. Oder anders ausgedrückt, anstatt des pulsierenden, boomenden Moskaus der Neureichen interessiert die Künstlerin, deren Arbeiten mittlerweile auch in New York, Sydney oder Istanbul gezeigt werden, der russische Alltag. Town is very much about money now and all life very much concentrated on it. As a Soviet person, I feel very strong resistant to it, I think. We swap from ideology to economy. And this power is maybe also very interesting, but for me it's very far because I
would believe in inner power, you could recognize it in different manner. So this simple, rich power, it's too direct. I mean, as an artist, you could work with it also, but it's very flat and very one-level thing. It's funny, I mean, to take a series of photographs of Novarish country house, for example. It could be a funny series, but for the moment, it's so simple stuff to criticize and too simple stuff to work with. Wobei, so Tschernischewa, heute viele russische Künstler die Nähe zu den Oligarchen suchen, denn diese sind es, die mit ihrem Geld den, vor allem auf Moskau konzentrierten russischen Kunstmarkt populär und für Künstler attraktiv machen. Für viele ihrer Kollegen ist auch die alte Sowjetunion heute eine Quelle der Inspiration. Entsprechend wird deren Ästhetik in verschiedensten Arbeiten zitiert. Genau hier, nämlich im Erbe der Vergangenheit, gibt es, wenn auch nur indirekt, Überschneidungen zwischen den nachrückenden Künstlern und Olga Tschernischewa. Denn auch für ihre Kunst bildet die Sowjetunion und hier vor allem das damalige, stark auf russische Literatur aufbauende Bildungssystem den Schlüssel für ihr Schaffen, das neben Fotoarbeiten und Videos auch Zeichnungen und Installationen umfasst. And of course, basic Soviet education was Russian literature. In 19th century, it was a substitute of the religion. Like, the literature was just answering the questions and was also working on a soul, like shaping the soul of the people. And very big element was still saved in Soviet education of this meaning of Russian literature. And I think it's influenced always things I'm doing, because I'm trying to find somehow it's eternal things which I'm looking to, and it's maybe a very naive attitude to find the answer for very basic and big questions. So if I look at the people or in the situation before perestroika and after, it doesn't matter because behavior change, but the basic principle there stay the same.